Sebastian, wir wollen uns heute über Australien unterhalten. Der Wealth Migration Report gibt eine Schätzung, dass im Jahre 2023 5.200 High Net Worth Individuals nach Australien auswandern wollen. Das ist im Vergleich zu 3.800 im vorherigen Jahr. Was macht Australien so interessant für Millionäre? Also zum einen muss man natürlich sagen, die offensichtlichen Dinge, ja. Ja. Gutes Wetter, immer plus. Großes Land, ja. Englischsprachig, von der Mentalität her recht europäisch. Ja. Dann gute gesundheitliche Versorgung, ja. Gute Ausbildung, sowohl Schule als auch Universitäten, viel Platz und so. Also das sind zunächst mal die ganz offensichtlichen Dinge, die natürlich für Australien sprechen. Okay. Erzähl uns was über die nicht ganz so offensichtlichen Dinge. Dann ist es natürlich auch noch so, dass Australien diverse steuerliche Vorteile hat. Okay. Also der erste Vorteil ist, dass es keine Erbschafts- und keine Schenkungssteuer gibt. Okay. Ja, das heißt also, für jemanden, der dorthin zieht, der jetzt Vermögen hat und letztlich plant zum Beispiel, das Vermögen dann an die nächste Generation zu übergeben, ist das natürlich die ideale Ausgangslage. Vorsicht natürlich, wenn du aus einem Land wie Deutschland wegziehst, dann fällst du noch für 5 Jahre nach dem Wegzug unter die deutsche Erbschaftssteuer. Da hatten wir ein sehr, sehr schönes Video, diese 3 Punkte, die man beachten muss, wenn es um Schenkung und Erbschaftssteuer in Deutschland geht. Vielleicht können wir den Link dazu noch hier reintun. Genau, also das heißt, das wird es natürlich auch in vielen anderen Ländern geben. Das heißt, da muss man natürlich genau jetzt planen, was jetzt hier die richtige Strategie ist. Dann muss man natürlich auch wissen, dass Schenkungs- und Erbschaftssteuer gegebenenfalls auch im Ausland fällig werden, egal wie lange du schon in Australien wohnst. Also zum Beispiel vererbst du oder verschenkst du eine Immobilie in einem Land, dann wird möglicherweise dort Erbschaftssteuer fällig, egal wo du als der Erblasser oder dein Erbe dann tatsächlich leben. Ja, also das heißt, ob Australien hier tatsächlich dann für dich sinnvoll ist und steuerlich die Vorteile bietet, die du dir erhoffst, das ist natürlich was, was man im Vorfeld klären muss. Aber grundsätzlich natürlich eröffnet es viele Planungsmöglichkeiten, wenn es keine Erbschafts- und keine Schenkungssteuer gibt. Jetzt für viele deiner Mandanten geht es natürlich auch um Auslandseinkünfte. Wie werden die denn in Australien besteuert? Genau, hier gibt es eine weitere sehr interessante Lösung. Und die Lösung ist im Grunde die in Australien, dass solange du auf einem temporären Visum bist, und diese ganzen Investorenvisa sind zunächst alle mal temporäre Visa. Ja. Das heißt, sie sind zeitlich beschränkt auf 5 Jahre oder so. Oder auch Arbeitsvisa oder was auch immer. Sind deine gesamten Auslandseinkünfte steuerfrei. Ja. Das ist natürlich sehr interessant. Ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel hier Einnahmen hast aus ausländischen Unternehmen, wo die dir Dividenden ausschütten, dann müssen die in Australien nicht versteuert werden. Ja. Sobald du dann hier dich um die unbeschränkte Aufenthaltsbewilligung bewirbst, also nach 5 Jahren, zum Teil kann das Investorenvisum zum Beispiel auch auf 7 Jahre ausgeweitet werden, aber eben länger nicht. Ja. Also nach 7 Jahren ist dann Schluss. Dann musst du entweder gehen oder eben dann Resident werden, Permanent Resident werden. Aber dann hast du schon mal 7 Jahre im Grunde Zeit, wo du dein Vermögen umstrukturieren kannst, wo du verkaufen kannst, dein Unternehmen möglicherweise Teile verkaufen kannst, übertragen kannst an andere Gesellschaften, was dann komplett in Australien steuerneutral ist. Und das ist natürlich die Kombination aus beidem, also Erbschaftssteuer, steuerfrei, und eben, dass auch die Auslandseinkünfte, die keine australische Quelle haben, steuerfrei sind, für vermögende Familien sehr interessant, weil es gibt im Grunde die Möglichkeit, ins Ausland umzuziehen und dann auch ihre gesamten Affairs sozusagen im Ausland zu regeln. Wie gesagt, natürlich, du musst immer bedenken, man muss auch die ausländische Seite anschauen, ganz klar. In Deutschland gibt es die Wegzugsteuer. Ja. Das heißt, also, wenn du Deutschland verlässt, wirst du möglicherweise auf Beteiligung an Kapitalgesellschaften eine Steuer auf einen fiktiven Veräußerungserlös bezahlen müssen. Und alle möglichen anderen Dinge, die dort auch noch zu beachten sind. Also ich will damit sagen, allein die Tatsache, dass Australien steuerfreundlich ist, löst noch nicht alle deine Probleme, aber es ist zumindest mal ein wichtiger Baustein, um hier dann ein steuerfreundliches Setup zu bekommen. Okay. Du hast über das Investorenvisum gesprochen. Erzähl uns so ein bisschen, was so die Anforderungen da sind, um an so ein Visum zu bekommen. Und dann unterhalten wir uns grundsätzlich darüber, was die Einreisebedingungen für Auswanderer in Australien ist.
Genau, also grundsätzlich für viele Mandanten wird eben dieses Investorenvisum, von dem du gesprochen hast, der geeignete Weg sein. Man muss dort 1,5 Millionen australische Dollar mindestens investieren in Australien. Das entspricht ungefähr 900.000 Euro. Und investieren in ein existierendes Unternehmen oder investieren in ein Unternehmen, was ich neu aufbaue? Beides möglich. Beides möglich, ja. Okay. Und grundsätzlich, was sind die Anforderungen an Einwanderer in Australien? Also die Australier haben ja so ein Punktesystem. Ja. Das ist was die Briten jetzt auch gerne übernehmen wollen und schon übernommen haben. Und du bekommst halt für alles mögliche Punkte. Okay. Also zum Beispiel, wenn du unter 40 bist, bekommst du Punkte. Wenn du unter 50 bist, bekommst du auch Punkte, aber weniger Punkte. Sie wollen eben junge Leute haben. Ja. Wenn du eine gewisse Berufsausbildung hast, Berufserfahrung hast, Universitätsabschluss hast, bekommst du Punkte. Du brauchst eben für dieses Visum, zum Beispiel Investorenvisum, mindestens 15 Punkte. Das heißt, also es reicht ja nicht allein, das Investment. Ja. Also was das im Grunde genommen bedeutet ist, ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, also das ist nicht falsch verstehen, wenn du jetzt ein 80-Jähriger bist mit Krebs, dann nehmen sie dich nicht dann ganz so gerne. Dann nehmen sie dich nicht, auch wenn du das Geld hast. Ja. Also das Geld alleine reicht nicht. Okay. Du musst dann auch andere Bedingungen erfüllen. Okay. Wir können einen Link dazu in die Shownotes tun, oder? Super, okay. Mit wie vielen Mandanten hast du schon zusammengearbeitet, die gesagt haben, Australien, das ist das Land für mich? Also ich muss sagen, sehr wenigen. Also ich kann die an den Fingern einer Hand abzählen, weil natürlich Australien jetzt für, ich sage mal, deutsche Europäer jetzt nicht naheliegend ist. Nicht nur jetzt aufgrund der Distanz, auch grundsätzlich. Natürlich hauptsächlich Australien attraktiv ist für, sage ich mal, Personen aus Asien, die ja letztlich dann dort sehr, sehr schnell eigentlich dann im Grunde dort sind. Das ist ja die gleiche Region. Ja? Also deswegen, ich glaube, für Europäer ist das noch nicht so auf dem Schirm, kommt vielleicht noch. Man muss natürlich gleichzeitig auch verstehen, dass viele, die früher nach UK gegangen sind, jetzt auch sich Australien anschauen, weil die Vorteile in UK zunehmend verschwunden sind und jetzt weiter verschwinden werden. Also wenn jetzt Labour an die Macht kommt, wird der Non-Stop-Status wahrscheinlich ganz gestrichen. Dann wird natürlich dann Australien noch interessanter dann werden. Also klassisch war, wie gesagt, UK ja ein sehr interessantes Land für High-Net-Worth Individuals, ist jetzt eher nicht mehr so. USA haben ihre eigenen Probleme. Kanada ist generell nicht sehr steuerfreundlich und kalt, natürlich, klar. Also ich meine, ist nicht für jeden sowas. Aber wenn man Skilaufen geht, dann ist es nicht schlecht. Ja, so ist es, genau. Ja. Wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, aber ich will nach Australien, aus welchen Gründen auch immer, wie kannst du sie in diesem Vorhaben unterstützen? Genau, also wir können dich natürlich beraten zum Thema Australien. Wir haben dort Steuerberater und Rechtsanwälte in Australien, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum Teil sprechen die auch Deutsch. Ich würde dir raten, wenn du dich damit ernsthaft auseinandersetzen willst und du willst es machen, dann buche bitte ein Beratungsgespräch. Link ist hier in der Videobeschreibung drin und dann freue ich mich, mit dir dazu zu sprechen. Super, da freuen wir uns auch drauf. Vielen Dank, Sebastian. Gerne. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.